Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um herausragende, berühmte und bekannte Katzen aus aller Welt. Was die Samtpfoten mit Whisky zu tun haben, wie es für sie im Weltall so ist und wie ein Vertreter der Feliden sogar Arbeiten über Tieftemperaturphysik veröffentlichen konnte, erfahrt ihr heute. Den Samtpfoten kam schon immer eine besondere Bedeutung in ihrer gemeinsamen Geschichte mit den Zweibeinern zu. Nicht nur, dass sie bereits in der Antike als Haustiere gehalten wurden, sie hatten auch schon immer Funktionen inne. Einige wurden in Ausübung ihrer Pflicht berühmt und wurden geehrt. Andere erlangten rein zufällig Berühmtheit. Und darum gibt es heute 6 außergewöhnliche Katzen und ihre Schicksale. Towser. Nichts war und ist gewöhnlich an Schottlands ältester und arbeitender Distillerie Glenturret, der Heimat des gleichnamigen Single Malts und auch des beliebtesten schottischen Blended Whisky, The Famous Grouse. Noch immer wird hier das Malz traditionell von Hand gemeischt. Hierzu wird im Vorfeld das Gerstenmalz getrocknet. Und wo Korn getrocknet und gelagert wird, da gibt es natürlich auch Nagetiere. Die Mäuse halten sich schadlos an feinstem Simpsons-Malz mit seinen feinen Orangen- und Vanillearomen. Doch da haben sie die Rechnung ohne Towser gemacht. Die Hauskatze, die zwischen dem 21. April 1963 und dem 30. März 1987 lebte, soll in seinen 24 Jahren 28.899 Mäuse gefangen haben. Eine beachtliche Menge, so beachtlich, dass Towser damit als fleißigste Katze im Guinness-Buch der Rekorde steht. Larry. Wir bleiben auf der Insel. Dieses Mal geht es in die Downing Street Nummer 10. Hier wohnt nicht nur der britische Premierminister, sondern auch der oberste Mäusejäger des Kabinetts. Larry ist der derzeitige Chief Mouser to the Cabinet Office. Dieser Titel wurde bisher nur zweimal offiziell vergeben und ist tatsächlich ernst gemeint. Zur Zeit Heinrich VIII. Platzierte Kardinal Wolsey seine Katze neben sich, während er seinen Amtsgeschäften als Lordkanzler nachging. Dort entstanden die Ursprünge zu diesem Amt als staatlicher Mäusejäger. 1929 war das Budget für die Haltung einer effizienten Hauskatze noch 1 Penny Sterling aus der Portokasse pro Tag. Heutzutage sind 100 Pfund jährlich angesetzt. Übrigens ist der Chief Mouser Beamter. Seine Amtszeit ist nicht parallel zu der des amtierenden Premierministers. Die längste Amtszeit in der Downing Street für den Chief Mouser hatte Wilberforce. Er diente von 1973 bis 1987 unter Edward Heath, Harold Wilson, Jim Callaghan und Margaret Thatcher. Dusty. Die herausragenden Merkmale des nächsten Vertreters der Fellnasen sind die Anschmiegsamkeit, Lautfreudigkeit mit weicher Stimme, Abzeichen von Siamkatzen, aber mit weißen Partien. Es geht um eine Katze der Rasse Snowshoe. Doch dieser besondere Vertreter ist außerdem noch ein Meisterdieb. Dusty the Kleptokitty, also Dusty das kleptomanische Kätzchen, machte 2006 in San Mateo, Kalifornien, durch seine spektakulären Diebestouren auf sich aufmerksam. Er war damit sogar zu Gast bei David Letterman. Jean Chung und Jim Coleman, die Dusty einst adoptierten, bemerkten plötzlich Dinge im Haushalt, die ihnen nicht gehörten. 16 Autowaschhandschuhe, 7 Schwämme, 213 Geschirrspültücher, 7 Waschlappen, 5 Handtücher, 18 Schuhe, 73 Socken, 100 Handschuhe, ein Paar Ofenhandschuhe, 3 Schürzen. Insgesamt über 600 Objekte hat Dusty stibitzt. Sehr fleißig, wenn es nicht illegal wäre, so könnte er fast Towser Konkurrenz machen. FDC Willard. Unsere nächste Katze ist ein wahres Genie. FDC Willard ist eine Siamkatze, auch bekannt als Chester, der einmal als Co-Autor und einmal als alleiniger Verfasser Arbeiten zur Tieftemperaturphysik in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichte. Doch wie kam es dazu? Der Physiker und Mathematiker Jack H. Hetherington von der Michigan State Universität plante 1975 seine Forschungsergebnisse in den Physical Review Letters einer renommierten Fachzeitschrift zu veröffentlichen. Da er sehr auf die erste Person Plural verwendete, also das Wörtchen wir, und der Verlag laut seines Freundes solche Artikel nicht veröffentlicht, wenn kein Co-Autor vorhanden ist, hat er nicht einfach den Artikel umgeschrieben, sondern einen Co-Autoren erfunden. Sein Siamkater Chester musste herhalten. Dieser stammte von Siamkater Willard ab. Da mehrere Vornamen in Mode waren, kürzte er einfach Felis domesticus ab und kam so auf FDC Willard.
Seine Arbeit, in der es um Helium-3-Atomaustausch geht, wurde in der Nummer 35 im November 1975 von der Zeitschrift veröffentlicht. 1980 wurde die alleinige Arbeit von FTC Willard in der französischen populärwissenschaftlichen Zeitschrift La Recherche veröffentlicht. Enttarnt wurde die Co-Autorschaft des Carters, da Hetherington das Andruckexemplar mit den Pfotenabdrücken von Chester signierte und an Freunde verschickte. Durch diese Enttarnung wurde der Aufsatz weltberühmt und Legenden bildeten sich. Gern wird erwähnt, dass bei Anfragen an die Michigan State bei Hetheringtons Abwesenheit an den Co-Autoren verwiesen wurde. Wiederholt taucht in Fußnoten FTC Willard auf, in denen ihm für die hilfreichen Diskussionsbeiträge oder mündlichen Mitteilungen gedankt wurde. Es heißt, die Zusammenarbeit der beiden Autoren habe aufgrund inhaltlicher Differenzen ein Ende gefunden. Felicet. Der Kalte Krieg tobt auf Hochtouren. Die Sowjetunion schickt 1957 Laika mit dem Sputnik 2 ins All. Die NASA kontert mit dem Schimpansen Enos. In La Grande Nation wird 1963 eine schwarz-weiß gemusterte Katze in den Straßen von Paris eingefangen. In Anlehnung an Felix de Ket, der berühmten amerikanischen Cartoonfigur der 20er Jahre, wird die Katze Felicet genannt. Im französischen Cerma, vergleichbar mit dem amerikanischen NASA, beginnen Trainings in der Zentrifuge und in einer Kompressionskammer. Am 18. Oktober 1963 startete eine V-47-Rakete um 7:09 Uhr mit Felicet an Bord. 157 Kilometer Gipfelhöhe, 5 Minuten Schwerelosigkeit und eine Landung nach 10 Minuten und 36 Sekunden. Felicet war wohlbehalten wieder auf der Erde. Für Tests blieb sie mehrere Monate im Labor, wurde dann aber leider eingeschläfert. Ihr blieb das Schicksal der Katze des zweiten Experiments erspart. Am 24. Oktober 1963 misslang der zweite Flug, dieses Mal mit einer V-50-Rakete. Diese stürzte ab und die zweite Katze kam dabei um. Unsinkable Sam. Von den vierbeinigen Pechvögeln zu einem pelzigen Glücks- bzw. Unglückspilz. Ein deutscher Kater wurde im Zweiten Weltkrieg zur Legende als Unsinkable Sam, der unsinkbare Sam. An Bord der Bismarck hatte er noch den Namen Oscar und streifte damals dort durch die Gänge. Als die Bismarck sank und 2100 Mann Besatzung in den nassen Tod zog, wurden nur wenige Überlebende gerettet. Die HMS Cossack nahm zwar keine Überlebenden auf, dafür aber den Nazi-Kater. Hier lebte er 5 Monate, bevor auch die Cossack versenkt wurde. Er überlebte auch das und kam auf die Ark Royal und erhielt dort den Namen Unsinkable Sam. Aber auch dieses Schiff wurde versenkt und natürlich überlebte Sam das Ganze. Doch nun wollte keine Besatzung den Unglückskater mehr haben. Er wurde in Belfast aufs Trockene verfrachtet und lebte dort bis 1955 in einem Seemannsheim. Die lautlosen Jäger waren an Bord nichts Ungewöhnliches und hatten seit der Antike die Aufgabe, als Rattenfänger die Sauberkeit und den Proviant zu bewahren. Andere Tiere erhielten sogar Ehrenmedaillen für ihre Leistungen während des Krieges. Simon, ein Kater, der selbst schwer verletzt wurde, sicherte den Proviant der Amethyst, als diese manövrierunfähig geschossen am Ufer des Yangtze ankerte. Ihm wurde als einzige Katze posthum die Dickin-Medaille verliehen, sowie Olga, dem Polizeipferd, und Gustav der Taube. Nachzulesen auf der Dickin-Medaille-Homepage. Sam, alias Oscar, erhielt keine Auszeichnung. Vielleicht, weil er ein Nazi war. Wer weiß. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja die Weintrauben. Ihr habt es herausbekommen. Sehr schön. Doch was sucht Maja dieses Mal? Weiß wie Kreide, leicht wie Pflaum, weich wie Seide, feucht wie Schaum. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr eine Anregung oder einen Videowunsch habt, dann traut euch und schreibt uns. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt doch Maja einen Daumen hoch und teilt uns. Wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt Maja einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.